Servus Leute, Restec. Eine neue Art vom Schlägertape und ich habe die Möglichkeit gehabt, in den letzten 2 Monaten das auszuprobieren, zu testen. Ich bin einer, der sowieso immer verarscht worden ist wegen meinem Tape-Job. Ich tape meinen Schläger ungern. Das ist eine neue Möglichkeit, die super interessant ist und hier ist mein Review davon. Okay, also was ist Restec genau? Jede Packung Restec kommt mit 4 von solchen Teilen für 2-mal Vorhand und 2-mal Rückhandtapen. Es ist extrem dünn, aber trotzdem hat 4 Schichten. Obere Schicht ist quasi das Tape. Es fühlt sich an ein bisschen wie Skateboard Deck Grip oder sehr, sehr feines Schleifpapier. Und darunter ist ein Harz, der den Restec Flexibilität verleiht und Energieverlust, wenn du schießt, vermeidet. Darunter ist so eine Art Gewebe, die den Restec ein bisschen stärker macht, dass es nicht so schnell kaputt geht. Und dann klar, hier, das müsste man abmachen, hier dann ist der Kleber, dass es auf dem Schlägerblatt klebt. Also 4-lagig, sehr, sehr leicht. Und man sieht, ich habe es jetzt 2 Monate auf meinen Schläger. Da ist ein bisschen Abrieb da. Optisch sieht man auf jeden Fall, dass es gebraucht ist. Allerdings an Performance merke ich immer noch nichts. Es ist genau wie beim ersten Tag. Also Bernd, neues Restec. Ach Tape. Komm, hey. Tape. Hey. Was ist da? Ich werde oft kritisiert wegen meinen Tape-Jobs. Jetzt kann ich das einfach drauf bappen. Wie fühlt sich das an? Deine Meinung dazu, Bernd? Das ist ja geil. Das ist für Nachwuchs ist das optimal. Echt? Ja. Wow, ich habe es aber noch nicht probiert. Da braucht man nicht mehr tapen. Und der Schläger, auch von der Form, fühlt sich gut an. Guter Grip. Ist ein guter Schläger, sehr guter Schläger. Bauer schickt mir nur das Beste. Ja. Aber du findest das sehr ich glaube, gut. du hast einen goldenen Griff getan. Okay, aber wir werden sehen, wie meine aber Angles sind. Du musst ein bisschen an deinem Stickhandling musst du etwas mehr arbeiten, damit du da auch klarkommst. Das trifft nichts ins Herz gerade, was du da sagst. Und ich habe auf meinem ODR diesen Winter den Restec wirklich ausführlich testen können. Also es fühlt sich eigentlich ein bisschen hart an, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich die Scheibe überhaupt verlieren würde oder so. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Scheibe weg von meinem Schlägerblatt rollt. Im Gegenteil, es bleibt eigentlich, wo es sein sollte. Und nehme ich wieder den normalen Schläger, normalen Tape-Job. Und ein sehr ähnliches Gefühl. Ich weiß nicht, ob man es wirklich im Video hören kann. Also ich bin einer, diejenigen mit mir üben. Ich sage immer, leise sein beim Stickhandling. Ich weiß nicht, ob ich es hören könnte. Ich schon. Das Stickhandling mit dem Restec war ein bisschen lauter. Sollte auch so sein, weil der Restec soll härter sein. Der Restec ist dadurch designt, um richtig feste Schüsse zu ballern. Und nicht so weich sein, das dämpft ein bisschen mehr. Von daher ist es nur logisch, dass es leise ist. Und daher würde ich sagen, ziemlich ähnlich, aber Stickhandling meiner Meinung nach leichte Vorteile für den normalen Schläger. Okay, so der nächste Test, das Passen. Ich habe hier meinen Puckmate Rebounder. Finde ich eigentlich echt cool. Es hat auch Spikes, die man reinhauen kann, damit es nicht rutscht. Die habe ich nicht reingeballert, aber als Rebounder ist es echt ein überragendes Teil. Und werde ich einfach dagegen passen, schauen, wie die Annahme sich anfühlt. Natürlich, wenn mein Eis ein bisschen besser wäre, würde es nicht so abspringen. Gehen wir auf der Rückhand. Rückhand ist natürlich immer schwieriger.
Also keine großartigen Probleme mit der Rückhand. Klappt eigentlich ganz gut, auch mit der Vorhand. Ich tausche mal wieder Schläger. Wow, der war zu schnell für mich. Und es ist tatsächlich interessant, muss ich echt sagen. Obwohl die Annahme allgemein auch hier auch ein bisschen weicher ist, habe ich das Gefühl, dass durch die rauen Restec-Belag, dass auf der Vorhand merke ich keinen großartigen Unterschied. Aber oft ist auf der Rückhand so, dass obwohl man die Scheibe gut stoppen kann, dass es tendiert ein bisschen wegzurollen. Und das merke ich ganz leicht beim normalen Tape-Job. Und beim Restec habe ich das Gefühl, dass die Scheibe einfach schön eher stoppt. Und das ist sehr wichtig auf der Rückhand, weil viele Profis werden auch bestätigen, Scheibenannahme auf der Rückhand ist eine brutal schwierige Sache. Und von daher würde ich fast sagen, leichte Vorteile für den Restec bei der Scheibenannahme. So einen weiteren Tag am ODR hätte ich wirklich nicht gedacht, aber es gibt mir die Möglichkeit auch hier mit ein bisschen mehr Ruhe, weniger Druck wie im Eisstadion, Zeitdruck, den Restec zu probieren beim Schießen. Ich werde meine berühmten Wurstsemmel auspacken. Bin nicht wirklich bekannt für den besten Schuss. Für einen Hobbyspieler ist, glaube ich, mein Schuss extrem gut. Für einen Profi war mein Schuss immer meine Schwäche. Kann immer daran arbeiten. Wir werden mit dem Handgelenk anfangen. Restec. Und ein paar Schlagschüsse gleich danach, bevor ich dann mit dem normalen Schläger oder normalen Schläger gehe. Und also mein Handgelenkschuss hat sich wirklich überragend damit gefühlt, muss ich ganz ehrlich sagen. Schlagschuss, naja, viele Schlagschüsse mache ich nicht. Jetzt habe ich diese Rebounder-Tool, um einfach ein paar Direktschüsse zu probieren. Die Direktschüsse haben sich echt gut angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Diese Puckmate kann ich nur empfehlen. Die bezahlen mir gar nichts dafür, um das zu empfehlen. Aber ich finde es richtig gut. Rebounded überragend. Ist ein bisschen teuer, aber für Rebounds überragend. Und jetzt hole ich meinen normalen Schläger. Und probiere das Gleiche. Es ist wirklich optimal, das gleich hintereinander zu vergleichen. Dann weiß man ganz genau, wie das Gefühl vorher war. Und Handgelenksschüsse. Auch ganz gut. Vielleicht fühlt sich der Restec ein kleines bisschen knackiger an, weißt du, diese richtig Peitsche-Gefühl, wenn man schießen will. Die fühlt sich fast, schwer zu sagen, ein bisschen schwerer. Also der Schuss mini bisschen langsamer loskommt. Es kann sein, dass es nur mein Gehirn ist. Aber das ist nur mein Empfinden. Diesen harten Schlägerbad-Gefühl beim Restec ist auf jeden Fall gut beim Schießen. Und jetzt ein paar Schlagschüsse. Irgendwie, warum immer mit dem Schläger kann ich einen besseren Schlagschuss machen. Es ist tatsächlich sehr komisch.
Hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich dachte, es wäre umgekehrt. Dass beim Handgelenkschuss dieses Tape-Gefühl besser wäre und beim Schlagschuss dieser richtig harte Gefühl weniger besser wäre. Jetzt weiß ich nicht, diese Schläger ist ein bisschen älter, hat vielleicht ein bisschen mehr Peitsche oder das Schlägerblatt ist vielleicht ein bisschen weicher, was normalerweise zu einem schlechteren Schlagschuss führen sollte. Aber ich habe warum auch immer das Gefühl gehabt, dass ich einen besseren Schlagschuss mit den normalen Tape-Schläger habe, aber auf jeden Fall einen besseren Handgelenkschuss habe mit dem Restec. Komisch, weil ich dachte, dass es umgekehrt wäre, aber deswegen testen wir die Sachen. Sehr interessant und auch eine gute Sache, weil ich tatsächlich mehr Handgelenkschüsse mache als Schlagschüsse. Du kannst sagen, dass du den Schläger einfach kürzer spielst. Ja. Das ist mein Zockerschläger. Also ich habe das Wrestling auf meinem Zockerschläger gemacht. So einen Kniewinkel habe. Tief in die Hocke, tief in die Hocke. Okay. Bend your knees. So, wir sind hier jetzt mit Jay-Z. Du hast auch die Möglichkeit gehabt, den Restec auszuprobieren, auch in Spielen im Gegensatz zu mir. Deine Meinung dazu? Also ich finde es sehr gut. Ich finde es cool, weil man muss seinen Schläger nicht tapen. Ich finde, der Schläger ist leichter dadurch und man hat eigentlich ein gutes Gefühl. Das Einzige, was blöd ist, also ich habe das jetzt 4 Spiele gespielt und es sieht halt schon sehr zerhaut aus. Kein Training und nichts. Das ist ein bisschen blöd. Aber ansonsten finde ich es sehr cool. Das Einzige, was blöd ist noch, ist, wenn halt der Schläger kaputt geht, dann ist es halt dann. Ja, das liegt aber daran, dass du einfach so hart schießt, weniger an Restec. Merkst du einen Unterschied beim Scheibengefühl durch den Abrieb oder sieht es einfach optisch nicht so gut aus wie am Anfang? Nein, nur das Optische. Also jetzt, wenn ich die Scheibe am Schläger habe, merke ich noch keinen Unterschied. Also sieht ein bisschen abgeranzt aus, aber das Gefühl ist genau das gleiche. Ja. Deine Hände sind genauso schlecht wie vorher. Genau, immer noch aus Holz. Okay, danke. Und schaut, was ich geschickt bekommen habe. Ui. Und die anderen Teile dazu. Das, meine Freunde, ist heiß. And there we go. Das ist ziemlich heiß, Freunde. Auf der Rückhand. Boah. Zwar ist es nur ein optisches Effekt, aber ich finde, es sieht ziemlich cool aus. So mein Fazit. Es ist nicht jedermanns Sache, aber es ist definitiv ein Versuch wert. Vor allem, wenn du jemand bist, der ungern seinem oder ihrem Schläger tapet, so wie ich. Wie gesagt, Stickhandling hätte ich wirklich gern einen weicheren Schaufel. Das vielleicht aus meiner Sicht ein etwas besseres Gefühl, aber Passanamen wären sehr gut. Handgelenkschuss war super. Ich habe gedacht, dass mein Schlagschuss besser gewesen wäre. Warum es nicht der Fall war, ob es an Restec lag oder nur an mich, weiß ich nicht. Ich habe auch vielleicht gedacht, dass der untere Bereich von meinem Schaufel schneller kaputt gehen würde. War nicht der Fall und ich habe es wirklich zwei Monate lang auf meinen Schlägerblatt gehabt und keine Unterschiede in Performance gemerkt. Also ich denke, es hält schon ziemlich lang, auch wenn der eine oder andere Kratzer drin sein wird mit der Zeit. Von daher, eure Überlegung, 25 € für ein 4er-Pack, also für zwei Schläge, ist nicht wirklich günstig. Allerdings, wenn du auch jemand bist, der fast immer seinen Schläger tapen möchte, dann ist irgendwann die Tape-Kosten auch ganz schön teuer. Also ob das auf Dauer günstiger wäre wie Tape, kann ich euch nicht sagen. Aber wie gesagt, es ist ein Versuch wert. Überlegt euch, ob ihr es probieren wollt. Ich hoffe, dass dieses Review einfach ein bisschen helfen könnte, eine Entscheidung zu treffen. Ich werde es drauf lassen, vor allem mit meinem Logo drauf. Super cool. Ich wünsche euch einen schönen Sommer. Bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.